ist die größte Spielemesse überhaupt und soll auch ganz anders als die Gamescom sein. Tja, wie stellt man das fest? Ich würde mir gerne mal alle Stände anschauen, also die von Microsoft, EA, Sony und auch Ubisoft. Und jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich da überhaupt reinkomme, denn ich habe gehört, dass man sich da extra anmelden muss, dass man da nicht einfach so reinkommt, wie es eben auf der Gamescom der Fall ist. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie die erstens aussehen und wer von denen den größten hat. Und zwar zu Ubisoft. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis wir uns durchgequetscht haben. Also im Vergleich zur Gamescom kann ich sagen, dass es schon ein bisschen voll ist. Also nicht genauso vielleicht, aber schon am ersten Messetag muss man sagen, zusammenkneifen und durchquetschen. Hier gibt es tatsächlich so zwei verschiedene Bereiche. Also wie man es auf der Gamescom so kennt, dass man sich anstellt und dann eben das Spiel anspielen kann, so wie zum Beispiel Far Cry 4 oder Tom Clancy's The Division. Da muss man sich dann schon anstellen, aber es gibt auch einen Bereich, der glaube ich der ist für die Presse. Da macht man einen Termin aus im Vorfeld und dann kann man hier oben eben auch direkt Sachen anspielen und muss nicht die ganze Zeit warten, was ja natürlich auch wichtig ist, denn wir müssen ja ganz viel schreiben. So. Also ich gehe jetzt mal den Designstandpunkt hier oben nach. Hier hängen ganz schöne Bildchen. Ich habe mich erst gewundert, was das ist. Normalerweise hängen ja immer so Spiele da. Das hier sind sozusagen diese Corporate Values von Ubisoft, die sie hier einfach mal aufgehängt und verbreitet haben. Das heißt hier try again and again and again. Also nicht aufgeben, würde ich mal sagen. Dann step into our shoes. Das ist, glaube ich, so eine Recruitment-Sache. Also das heißt, vielleicht Bewerber anwerben und immer neue Leute in der Firma integrieren, Und die Dame da hinten, get that move heißt es, also Geld verdienen, was ja eigentlich jede Firma so als Ziel hat. Die scheint wohl auch bei Ubisoft zu arbeiten und ist für die ganzen Messeauftritte verantwortlich. Also auch die ganzen Leute, die ihr hier seht, sind tatsächlich bei Ubisoft Mitarbeiter. Und das finde ich ganz nett und das sind schöne Bilder, macht was her. Ein weiterer Design-Pluspunkt sind auf jeden Fall Figuren und Ausstellungsstücke, die man hier finden kann. Also wie ihr klar sehen könnt, Assassin's Creed, hier sind die ganzen Bücher, die man lesen kann. Es gibt ja auch einen Manga und besonders gut detailliert finde ich auch immer die ganzen Figuren. Also ich habe bei mir zu Hause auch zwei stehen von Black Flag. Da finde ich die Gesichter ganz gut ausgearbeitet und eben auch die ganzen Kleidungsstücke. Das sieht auf jeden Fall nicht billig aus, aber was ich viel cooler finde, ist die Klinge. Weil ich habe nämlich so ein Plastikimitat daheim und die sieht nämlich hier richtig aus Leder. Und warte mal, wenn ich das hier anfassen darf, nee, das ist doch Plastik. Aber es ist immer noch besser als meine, weil die ist nämlich komplett aus Plastik. Gespielt habt, dann findet ihr in einer Mission relativ am Anfang, wenn ihr sozusagen in das Haus, ich glaube der Schwester oder der Schwägerin geht, da findet ihr so einen kleinen Rabbit. Und das ist halt total süß, wie die dann immer sozusagen so kleine Gimmicks integrieren in die Spiele, also Easter Eggs, wenn man so sagen kann. Und wer die PK gesehen hat, also die Pressekonferenz von Ubisoft, der hat auch gesehen, dass am Anfang die kleinen Rabbits eben mit integriert worden sind. Die waren tatsächlich in dieser Halle drin, also zumindest haben sie halt vorher die Aufnahmen gemacht. Und das nenne ich halt einfach Liebe zum Detail. Und da muss ich sagen, Pluspunkt Ubisoft. Doch bei den Figuren hört es nicht auf. Es geht auch weiter mit Kleidung zu Assassin's Creed. Dieses schöne Jäckchen hier ist aus der Black Flag Kollektion, meine ich, bin mir nicht sicher, ich muss extra mal nachschauen, nee, das steht da nicht drauf. Die haben auf jeden Fall eine Black Flag Kollektion und zwar ist das von Musterbrand. Und das Gute ist, das sind halt nicht diese typischen Anziehsachen, wo halt irgendwie fett das Logo drauf geprintet ist oder irgendwie ein fettes Bild. Das sind, sage ich mal, so Understatement-Klamotten, die nicht jeder erkennt auf den ersten Blick, sondern erst an den Applikationen, wie zum Beispiel hier an der Seite sieht man eben das typische Assassin's Creed Logo und dann weiß man Bescheid, aha, der trägt eine Assassin's Creed Jacke. Also die Sachen finde ich ziemlich cool, deswegen auch da muss ich sagen, cool, dass sie es hier ausstellen, wieder ein Pluspunkt fürs Design. Und man muss tatsächlich nicht lange warten, also es sind circa so 10 bis 15 Minuten, das kenne ich auf jeden Fall.
von der Gamescom. Hier kann ich jetzt sozusagen eine Mission spielen, ein Fortress einnehmen und dabei habe ich 3 Möglichkeiten. Entweder schleiche ich mich rein, fliege rein oder ich reite auf einen Elefanten, das ziemlich geil ist und ich jetzt auch machen werde. Das Spiel anspielen. Da gibt es 3 Monitore, alles mit Dolby Surround, obwohl ich bezweifle, dass man hier irgendetwas hört. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man eben nicht nur rein am PC oder an der Konsole spielt, sondern hier direkt auch eben in diesen Fahrerstationen. Daher auch wieder ein Pluspunkt für Ubisoft. Persönlich kann ich sagen, Ubisoft hat auch mit seinen Spielen gepunktet. Deswegen Assassin's Creed Unity gibt es hier anspielbar. Far Cry 4, das kann ich ausprobieren. Und eben die beiden Tom Clancy-Spiele, The Division und Rainbow Six, wurde ja auch ganz neu angekündigt und ist auch anspielbar. Und dann noch The Crew. Hier in der Mitte ist so eine kleine Bühne. Da stellen dann halt entweder Spieleentwickler eben die neuen Spiele vor. Es gibt auch einzelne kleine Präsentationen in diesen einzelnen Booths. Und was auch ganz nett ist zum Anschauen, aber ich glaube, jeder, der hier arbeitet, kann irgendwann nicht mehr den Pharrell Williams Song Happy hören. Hier gibt es nämlich immer ab und zu eine kleine Tanzshow für Just Dance. Ist aber lustig anzuschauen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, man kann hier seinen halben Tag nur am Ubisoft-Stand verbringen, weil es gibt so viel anzuspielen, so viel Interessantes. Deswegen top, gut gemacht. Gerade wollte ich vom Ubisoft-Stand weggehen und dann habe ich doch noch einen Promi erwischt, und zwar Euer Recording Artist, und sie kann auch ein bisschen Deutsch, habe ich gehört. Darf ich mich vorstellen, ich heiße Euer und Sie? Nice, you can speak German, that's so awesome, you don't see that often here in America. So what are you doing here? I'm here supporting all the great video games and seeing what's out that's new, and my friend also works for Ubisoft, and I'm also here supporting Pro versus G.I. Joe for all the great military people serving our country, so it's a great thing that my friends are doing, so yeah, so I'm very excited to be here. You worked actually in the movie Resident Evil. What was your part there? Yeah, I'm actually the computer voice in Resident Evil 5 with Mila Jovovich. So when Mila wakes up half naked, I'm like, computerized, system disabled, central computer reboot in 1 minute, 30 seconds. Wow, that's so awesome. Yeah. So, like, are you gonna play some games here then? Of course, I'm excited to play all the games here, and I'm definitely going to go to my friend's booth, Pro versus G.I. Joe, and play all the great soldiers in Afghanistan serving our country, and it's awesome because that booth, they have all the big celebrities that play football or basketball and stuff, and they play all the soldiers, you know, in Afghanistan and war, so it's just really, it's a really great thing, so I'm just happy to be here. Yeah. So do you have like a future project that is coming up? Yeah, I'm working on it. I'm trying to talk to different game companies to see how I can get my music licensed, you know, in their stuff, and hopefully they'll do a video game around me. Because if I actually need to talk like I'm from England or do like a proper voice like this, it's no problem, right? So yeah, I heard you can speak French, you can speak German a little bit. Yeah, a little bit. But I'm really happy to be here. So cool. Then thank you for your time. I wish you like a lot of luck and happiness for your future career, and check out the G.I. Joe booth. Yeah, and you guys want to check out my music, please go to vajamusic.com. That's VAJA music.com. All right, bye. Auf Wiedersehen. Nice. Wir sind am zweiten Stand angelangt, und zwar an dem von Electronic Arts. Ich hätte mich umentscheiden müssen. Ich sollte nicht nach der Größe des Standes gehen, ich sollte nach der Lautstärke des Standes gehen. Es fliegt ihr Hain um die Ohren. Das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt aber auch wieder oben. Wie bei Ubisoft waren wir ja auch oben. Hier kann auch, glaube ich, nur die Presse rein, beziehungsweise jemand, der die PR-Leute kennt. Also man kommt nicht so einfach hier hoch. Aber im Gegensatz zu Ubisoft gibt es hier keine Figürchen und ja, keine Bar. Es gibt zwar so eine kleine Schüssel mit was zu trinken und extra EA-Wasser, warte. Das gute alte EA-Wasser und hier noch ein Apple. Ich halte hier ganz viele Produkte gerade in die Kamera, es tut mir leid. Ich werde von niemandem bezahlt. Aber falls Apple was übrig hat, ich bin da. Warte, okay. So,
Wir schauen uns jetzt mal kurz den oberen Bereich an und dann gehen wir runter zu den Spielen, würde ich sagen. Anstatt kleineren Bildern gibt es ja einfach 1 Kilometer lang grünes, schönes Ebenholz. Nein, natürlich nicht. Hier gibt es auch ein paar andere Bilder, aber die sind halt ein bisschen größer. Hier sehen wir Titanfall einmal. Ganz hinten sehe ich ein bisschen Sims 4, aber das war zumindest auch schon von der oberen Loge, also ab nach unten. Okay, eins muss man Battlefield Hardline lassen, hier so eine fette Karre anzuschleppen. Das finde ich schon ziemlich awesome. Hier kann man sozusagen ein Foto machen. Hier sitzen ein paar Leute, du kletterst hier rauf, schießt ein Foto, aber du darfst nicht lange hier drauf bleiben. Ich werde nämlich schon gleich wieder runtergeschickt. Trotzdem ein Design-Pluspunkt für den EA-Stand. Von einem Auto zum anderen Auto, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was dieses Auto hier soll. Es steht hier vor Dragon Age Inquisition und es ist hier ja, eine Karre mit Waffen drin. Hoffentlich schießt mir nicht in den Finger. Ich meine, es ist hübsch und es ist schön. Ich glaube, es gehört eher wahrscheinlich zu Titanfall. Aber ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe Titanfall gespielt, aber das Auto habe ich nirgendwo gesehen. Egal, es ist schön, es ist verschmutzt und es ist schon ein Pluspunkt, aber mir fehlt irgendwie die Erklärung gerade. Aber vielleicht könnt ihr mir ja auch weiterhelfen. Vielleicht bin ich ja einfach zu doof. Also dieser Raum, den hat man von außen nicht gesehen. Das ist praktisch jetzt mitten in der Battlefield Hardline Area, wo man warten kann. Und man gibt hier einmal seine Facebook-Daten weiter, macht einen Mugshot, dann wird das auf Facebook hochgeladen. Und damit kann man hier so kleine Gimmick-mäßig einmal den Fahrstuhl aufmachen. Da hinten gibt es so einen Verhörraum. Wenn man das da dran hält, dann geht da so eine Zwischensequenz los. Das ist schon echt nett, einen da die Wartezeit zu versüßen. Das habe ich so auf der Gamescom zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Alles, was mit 15 aufhört, kann man hier anspielen. NHL 15, Madden 15 und auch FIFA 15, die ganze Sportreihe also. Aber ich bin ja nicht so die Sportspielbegeisterte, sondern eher im Shooter-Genre aufgehoben und deswegen Battlefield Hardline, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und auch Titanfall, das neueste DLC, kann man anspielen. Dann gibt es hier noch eine Präsentation zu The Sims 4. Und was es auch noch gibt, ist Dragon Age Inquisition. Ich meine auch zum Anspielen und nicht nur eine Präse, bin mir da aber ganz unsicher. Wenn es um den oberen Bereich ging, wie auch bei Ubisoft, dann würde ich sagen, okay, vom Design her hat da Ubisoft gepunktet. Hier unten finde ich das mit den Wagen, zumindest vom Battlefield, viel schöner. Dafür gibt es keine Tänzer wie bei Ubisoft und auch keine Promis. Promis habe ich irgendwie überhaupt noch nicht gesehen. Naja, aber von der Größe her hat Ubisoft auch gewonnen. Das heißt, im Endeffekt steht jetzt Ubisoft vor EA. Schauen wir mal, was die anderen Stände so hergeben.